Hallo und herzlich willkommen zu Wasner. In unserem heutigen Video wollen wir Ihnen zeigen, wie wir Wasner Citara Infrarotheizung an der Wand montieren. Die Wasner Citara Serien bestehen unter anderem aus der Metallserie Metallrund, Tafel, Tafelrund, Glasserie oder der Spiegelserie. Exemplarisch haben wir Ihnen heute eine Citara 700 Metall hier vorbereitet, genauso wie sie aus der Verpackung entnommen wird, wenn Sie die bekämen. Und wir zeigen Ihnen jetzt einmal, was darin enthalten ist und worauf zu achten ist, wenn Sie diese Heizung montieren wollen. Neben der Heizung ist natürlich ein Dübel- und Schraubenset enthalten, wobei die Dübel für 10 mm ausgelegt sind, für einen 10 mm Bohrer. Enthalten ist das Montageset für die Wandmontage. Was nicht enthalten ist, es gibt ja diverse weitere Anbringungsmöglichkeiten, sowohl an der Trockenbauwand oder unter der Decke. Das heißt, diese speziellen Montagematerialien sind nicht enthalten und wären dann von Ihnen zu beschaffen, je nachdem, welche Montageart, für welche Verwendungsart Sie die anwenden möchten. Weiterhin ist selbstverständlich ein steckerfertiger Anschluss vorhanden. Hierbei ist zu sagen, das ist eine häufige Frage von unseren Kunden, selbstverständlich können Sie für die Festmontage den Stecker abschneiden. Das ändert nichts an der Garantie. Generell ist aber ein Stecker angeschlossen, weil häufig viele Kunden die Heizung auch mobil einsetzen, sodass der Stecker dann zum Beispiel in einem mobilen Steckdosenthermostat eingesteckt werden kann. Weiterhin sehen wir direkt fertig vom Werk aus auf der Rückseite die Wand- und Deckenhalterung, die vormontiert ist, mit 4 Schrauben an der Rückseite angebracht, fest angezogen. Wobei, wenn Sie die Heizung dann entnehmen, einfach diese Schrauben gelöst werden müssen, damit Sie die Halterung entnehmen können. Weiterhin sehen Sie hier unten den Arretierungsbügel der Halterung, der dann zur Sicherheit für die Montage dient. Bedeutet, wenn Sie die Heizung an einer schrägen, Dachschrägen oder unter der Decke anbringen möchten, aber auch bei der Wandmontage, können Sie diesen Sicherheitsbügel um 90 Grad drehen. Diese arretiert dann die Halterung, sodass die Heizung vor Herausfallen und Herausrutschen aus der Halterung geschützt ist. Die Citara Infrarotheizung gibt es von 300 Watt bis 1100 Watt. Je nach Wattstufe ist auch die Größe der Heizung unterschiedlich. Bedeutet, wir haben für diese unterschiedlichen Heizungsgrößen auch insgesamt 3 verschiedene Halterungsrahmengrößen. Das Halterungssystem der Citara-Serie ist so ausgelegt, dass diese sowohl für die Montage der Heizung in horizontal und vertikal genutzt werden kann. Wichtig bei der Montage der Infrarotheizung ist, ich muss mich erst einmal dafür entscheiden, möchte ich die horizontal oder vertikal anbringen. Dies bedeutet auch, dass das Rahmensystem entweder entsprechend wie hier für eine horizontale Ausrichtung angebracht werden muss oder aber um 90 Grad gedreht werden muss für die vertikale Montage. Bei der horizontalen Montage wird die Heizung von oben eingehängt, wohingegen bei einer vertikalen Montage die Heizung von der Seite eingeschoben wird. Wie genau die Heizung dann in horizontal und vertikal eingefügt wird, zeigen wir Ihnen gleich. Das Praktische an dem Citara-Halterungssystem ist, dass das so konzipiert ist, dass nach dem Ablösen die Wand- und Deckenhalterung automatisch auch als Bohrschablone dient. Was wir jetzt benötigen an Werkzeug, um diese Heizung an der Wand anzubringen, ist ein Schraubendreher, ein Kreuzschraubendreher zum Lösen der 4 Schrauben. Wir brauchen weiterhin eine Bohrmaschine mit einem 10er Steinbohrer, weil die Dübel auf 10 mm ausgelegt sind. Darüber hinaus natürlich ein Bleistift zum Anzeichnen an der Wand, aber auch ein Maßband oder Zollstock und auch eine Wasserwaage. Wie genau jetzt die Anbringung funktioniert, das zeigt Ihnen jetzt mein Kollege.